Hier befinden wir uns in einem der Zimmer vom Hotel Arcadium und zwar hier in den Green Rooms. Im Arcadium gibt es 4 verschiedene Raumtypen. Der grüne, der gelbe, der blaue und der rote Raum. Je nach Lust und Laune kann man sich seine Lieblingszimmerfarbe aussuchen. Gelb steht für erheiternd, blau steht eher für relaxing und cool down, grün ist eher harmonisierend und beruhigend und rot ist natürlich aktivierend. Je nachdem, in welchem Element man sich befinden möchte, so kann man sich sein Zimmer auswählen. Aber in allen Räumen sind super viele Holzelemente, das heißt, egal in welcher Farbe von Raum man sich befindet, die Wärme ist immer gegeben, sowohl der Parkettboden als auch Tisch und Beistelltisch in Holz. Ich liebe es für die Hotels und Restaurants, die ich entwerfe, aber auch für Privaträume, immer wieder individuelle Dinge zu entwerfen. Ich mache das oft entweder mit den Lampen, die Teppiche oder auch die Tapeten. Und diese Tapeten sind ebenfalls jetzt von mir handbemalt, also nicht als Tapete, sondern ich male sie im Grunde als kleines Format und lasse sie dann hochproduzieren und als Tapete drucken. Ich wende diese Tapeten auch wirklich nur ein einziges Mal an. Es gibt also kein anderes Hotel, was ich machen würde, wo ich dieselben Tapeten nochmal anwenden würde. Das will ich, glaube ich, niemals machen. Es gibt sowieso immer viel mehr Ideen als Räume. Insofern, man muss sich gar nicht wiederholen. In kleinen Räumen entsteht ja sehr schnell Unordnung. Das kann man aber von Anfang an eindämmen, indem man von vornherein an den Stauraum denkt und zwar so ihn einplant, dass es nicht den Raum einengt, sondern der Gast sich wirklich noch schön bequem bewegen kann im Raum, aber trotzdem ordentlich seine Sachen verstauen kann. Hier haben wir nun eine Garderobe, wir haben einen Schrank, hier unten ist der Kühlschrank. Und was ich hier richtig toll finde, es gibt nicht nur einen kleinen Safe, sondern eben einen ganzen Schrank, den man abschließen kann. Dadurch, dass wir hier ja in einem Seminar- und Tagungshotel sind, ist das natürlich auch ganz klug. Die Menschen kommen ja mit ihren Laptops und anderen Wertgegenständen und deswegen ist das schon gut investiert, hier gleich einen Schrank als Safe zu haben. Hier im Badezimmer sehen wir natürlich sehr viele graue Fliesen. Gerade bei sehr neutralen Badezimmern, in denen eher Farbtöne wie oder Nichtfarben wie Grau, Weiß oder Schwarz dominieren, ist es immer ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Holzenergie mit reinbringt. Das macht das Bad gleich viel gemütlicher und natürlicher. Und hier sehen wir den großen Spiegel, den haben wir durch einen Holzrahmen ergänzt. Und wir haben wieder dieses moderne Waschbecken, was eine keramische Ablagefläche hat. Also Ablagefläche und Waschbecken kommen in einem Stück. Und die restliche Fläche haben wir jetzt durch eine schöne Holzplatte ergänzt. Durch genug Ablageflächen kann sich der Gast auch wirklich wohlfühlen und hier seine Zeit, seinen Aufenthalt auch nochmal anders genießen, als wenn man sich darüber ärgert, dass man in einem Badezimmer nicht genug Ablageflächen hat oder auch zum Beispiel Handtuchhaken. Hier befinden wir uns in einem sogenannten Transforming Room. Warum heißt es so? Wir haben in diesem Raum die Möglichkeit, tagsüber Coachings in diesem Raum zu machen. Das heißt, man kann tagsüber für Coaching den Raum buchen, für 2 bis 4 Personen maximal. Und ab 16 Uhr kann man es als Zimmer nochmal buchen. Das heißt, tagsüber, wenn man hier tagt oder ein Coaching durchführt, ist dieses Bett oben und man sieht es quasi nicht. Ja? Es ist im Grunde so eine Art Schrankbett, kennt man noch von früher. Und hier hinten haben wir natürlich entsprechend wieder die Tapeten, die hier im Haus verteilt sind. Und hier eben diesen Stuhl, den man als Hotelgast nutzen kann. Und ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie schnell das geht, dass man diesen Raum von einem normalen Single-Bettzimmer zu einem Tagungs-Coaching-Raum umwandeln kann. Hier sieht man zum Beispiel so eine Möglichkeit für ein 1:1 Coaching. Natürlich kann man diesen Tisch hier noch mit 2 weiteren Stühlen ergänzen und schon hat man auch Platz für 4 Personen. Somit kann man hier an diesem Raumkonzept gut erkennen, dass man Zimmer auch vielseitig nutzen kann. In diesem Fall kann man sie eben 2-mal am Tag vergeben. Jetzt sind wir in der gelben Suite und fangen gleich mit dem Wohnzimmer an. Der
Küchenbereich ist in zwei geteilt. Der Wasseranschluss ist drüben, kommt vom Bad und dieser Bereich sollte eher als eine Art sowohl Ablage als auch zum Zubereiten dienen. Es gibt hier keine Herdplatte, aber es gibt eben einen Kühlschrank und Geschirr und natürlich eine Kaffeemaschine. Und das ist halt ganz interessant, weil es dadurch nochmal ganz anders wirkt als wie so eine klassische Küche. Im Grunde könnte das hier auch als eine Art Sideboard durchgehen zum Beispiel. Und das war auch ganz meine Absicht, muss ich ehrlich sagen, weil es soll schon eher wohnlich wirken und nicht wie eine integrierte Küche in einem Wohnbereich. Hier gibt es noch den Sitzbereich. Hier sehen wir zwar nur 2 Stühle, aber im Grunde kann man die Suite auch für 4 Personen buchen, denn dieses Sofa ist nicht einfach nur ein Sofa, sondern wenn man hier die Elemente wegnimmt, dann hat man gleich 2 Schlafsofas, beziehungsweise ja, pro Person ein Schlafsofa sozusagen. Und das Gute an diesem Sofa ist einfach, dass man nicht irgendwas aufziehen muss oder verstellen muss, sondern man hat hier schon eine richtig gute Schlafqualität, Kaltschaum mit einem Lattengestell und dadurch eine richtig schöne Fußhöhe. Ich bin ja ein großer Freund von Leichtigkeit in den Räumen, weil das Leben ist ja immer schwer genug. Deswegen muss man nicht Möbel oder schwere Möbel in den Räumen aufladen. Darauf achte ich immer gerne. Was bedeutet das dann für die Möbel? Dass sie besonders leichtfüßig daherkommen, meistens sehr dünne Gestelle haben und sehr viel Bodenfreiheit auch mitbringen, sodass die Möbel so einen ganz dezent schwebenden Charakter bekommen. Natürlich schweben sie nicht. Man hat ja trotzdem die Stabilität. Und auch bei dem Schlafsofa sieht man das eben auch. Man muss nicht immer ein Schlafsofa mit einer Funktion haben. Dieses Sofa ist so flexibel, man kann die Rückenlehnen drehen, wie man möchte. Man kann sich den Rücken richtig schön zurechtziehen, wie man das gerade haben möchte. Und das ist ein Sofa, das sich dem Menschen anpasst und nicht ein Sofa, wo sich der Mensch an das Sofa anpassen muss. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe ganz oft über dieses Sofa gehört, dass es irgendwie nicht so bequem aussieht, aber umso erfreulicher ist die Erfahrung in dem Moment, wo sich die Menschen draufsetzen und es austesten und dann nicht mehr aufstehen wollen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann kommt einfach ins Arcadion und testet es selbst. Ein Detail, worauf ich oft im Schlafzimmer achte, ist, dass ich 2 ungleiche Nachttische und 2 ungleiche Nachttischleuchten verwende. In diesem Fall haben wir hier auf der Seite einen Holznachttisch mit einer Schublade. Wir haben eine Tischleuchte, eine sehr kunstvolle, ich finde die richtig toll. Und auf der anderen Seite haben wir eine schwenkbare Wandleuchte. Die Gäste können sich das hinschwenken, wie sie möchten, und auch nochmal einen anderen filigraneren Nachttisch. An dieser Wand sieht man diese Kunstserie und es sind Fotografien von Bäumen, im Winter allerdings. Warum? Weil ich wollte hier etwas sehr Klares auf der einen Seite haben, aber trotzdem was Natürliches. Ich habe diese Fotoserie fotografiert, um der Wand so ein bisschen dieses Massive zu nehmen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man auf so eine kahle Wand guckt und 1, 2 Bilder kann man natürlich auch hängen, aber ich finde, diese Art hat so ein bisschen was wie von einem Fenster, und zwar wie einem Sprossenfenster, von dem man einen Blick nach außen wirft, und man ist hier sowieso komplett von der Natur umgeben und schaut auch in die Natur, und das Ganze wird eben fortgeführt, wenn man auch auf diese Wand guckt, dann natürlich ein bisschen kunstvoller, ein bisschen abstrahierter, aber dafür ganzjährig. Im Flur ist es eigentlich sehr, sehr geräumig. Man hat alles, was man braucht, eine schicke Garderobe, Möglichkeiten, seine Sachen auf Bügel zu hängen, ein freistehendes Regal und auch eine Bank. Hier in diesem Raum war es mir eigentlich wichtig, dass ich nicht zu viele Dinge von einer Tischlerei zum Beispiel verbauen lasse. Ich finde es immer ganz gut, wenn in Hotelzimmern auch mal lose Möbel verwendet werden, die aber natürlich dennoch stabil genug sind. Durch die Kombination unterschiedlicher Möbel entsteht nochmal eine ganz andere Leichtigkeit, und es ist nicht so wie in einigen Hotels in einem Material am liebsten. Also wenn ich eine Wohnung einrichte, versuche ich auch eine Harmonie von unterschiedlichen Materialien zusammenzubringen, und das habe ich hier im Hotel genauso gemacht. Im Bad dominiert eine sehr grafische Fliese mit extra dunklen Fugen, damit wir die Formgebung der Fliese auch nochmal unterstreichen.
Das Ganze wird kombiniert hier mit einer Holzfliese auf dem Boden, damit es eben nicht viel zu grau ist und damit es nicht zu kühl ist, ist so ein bisschen noch Holzelement immer ganz schön. Hier haben wir es sowohl auf dem Boden als auch unter dem Waschtisch. Die bodentiefe Dusche vermittelt ein Gefühl von absoluter Freiheit. Es ist so großzügig. Und das Bild dahinter ist hinter einer Acrylplatte gedruckt. Das ist eben auch mal eine alternative Möglichkeit, die auch sicher ist und garantiert auch kein Wasser durchlässt, dadurch, dass alle Fugen fest versiegelt werden. Und das Architektonische greift auch nochmal das Grafische der Fliesen auf, die wiederum durch einen runden Spiegel mit einem Holzrahmen gebrochen werden. Verschiedene Lichtquellen und weiße Keramiken runden dieses Bad ab. Die Vorteile, die sich für ein Hotel ergeben, wenn es in Design investiert, liegen ganz klar auf der Hand. In Design investieren bedeutet in Wohlfühlatmosphäre investieren. Das bedeutet aber auch in Überraschungseffekte. Das bedeutet, wer in Design investiert, bekommt Räume, die tatsächlich inspirierend sind, die Erlebnisse entweder hervorrufen oder an Erlebnisse denken lassen. Das Unbekannte in einem bekannten Umfeld zu erleben, macht unfassbar viel Spaß, überrascht die Gäste und die Gäste empfinden das als eine Art Hotellerie, die sie so in anderer Form noch nicht erlebt haben und die einmalig und damit wieder authentisch ist. An jeder Stelle in diesem Hause, und ich glaube, da ist Design ganz besonders wichtig, und da hat Design eine Aufgabe in unserem Haus übernommen. Durch diese Inspiration dieses wundervollen Designs kommen Sie auch selber drauf, neue Gedanken, neue Wege zu gehen, was ja gerade in einem Seminarhotel wie in unserem Arcadium sehr wichtig ist, einfach auch mal weiterzugehen gedanklich, nicht festzuhalten an alten Denkweisen, an alten Denkprozessen. Und ich glaube, dass da spielt Design eine ganz entscheidende Rolle, dass wir hier Anstöße geben, Denkanstöße und Erlebnisse schaffen.